Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Lyrics. Wir wollen verschiedenste Perspektiven einnehmen, besonders die philosophischen und die psychologischen Seiten. Und heute haben wir wieder Ren Sunday. Und ich habe mir einen alten Song von ihm rausgesucht, den ich sehr, sehr liebe, der zwar an sich nicht so viel Text mitbringt, aber gleichzeitig dennoch eine Tiefe, auch allein über das Musikvideo, was wir uns gemeinsam angucken werden. Und zwar ist es It's Alright. Und ich habe mir diesen Song ausgesucht, weil der Monat Januar ein Monat ist, wo die wo Menschen sich nicht besonders gut fühlen, wo sie das Gefühl haben, sie würden gerne aufgeben, sie können so nicht weiterleben. Ja, wo die Rate sehr hoch ist, wo Menschen beschließen, das Ganze zu beenden. Und ich möchte zum einen dafür nochmal ein Bewusstsein schaffen und gleichzeitig sagen, ich bin hier und viele andere Menschen sind auch hier und vielen anderen Menschen geht es auch so, dass man mal an diesen Punkt kommt und es geht vorbei. Ja, von daher, ich werde auch hier in die Beschreibung ein paar Links reinpacken, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung euch wünscht. Ihr könnt total gerne in die Kommentare hineinschreiben. Ich melde mich, ich bin da, ich bin präsent. Genau. Und ansonsten, es gibt jeden Sunday, jeden Sonntag gibt es ein neues Ren-Video. Ich habe auch schon ein paar am Petto. Guckt gerne in meiner Playlist. Und wenn euch dieses Video gefällt und ihr Lust auf mehr habt, dann liked gerne das Video, subscribed und genau, aktiviert die Glocke und dann kriegt ihr bald mehr von mir. Und jetzt, lang genug geredet, lasst uns loslegen. So it's 6:30 in the morning, an ungodly hour. The sun is literally just rising, the sky looks beautiful, and we're about to go to town and spread some love. So jung, oder? Ach Gott. I've walked through the darkest days with no light, with no light, with no light, stumbling through my head's maze, left and right, left and right, left and right. Heard that same old beautiful phrase, it's alright, it's alright, it's alright. Ich würde es erstmal hierbei belassen. Ren hat ja nun wirklich schon verdammt viel durchgemacht. So, auch schon in diesem jungen Alter. Durch seine Krankheit, durch die Borreliose. Und schon viel körperlichen Schmerz und viel, viel Dunkelheit quasi erfahren. Und es ist umso kraftvoller, dass er das so mit uns teilt. Und ich finde es unglaublich spannend, weil normalerweise, wenn du in so einem Zustand bist und jemand kommt zu dir und sagt, das wird schon, so, es wird werden, es ist alles okay, denkt man sich, Alter, geh weg, lass mich in Ruhe. Oder es führt dazu, dass Leute sich denken, ja, du hast leicht reden, oder auch an sich selber zweifeln. So, übertreibe ich gerade, bin ich zu feinfühlig, bin ich zu sensibel, bin ich eine Mimose, was auch immer, dass es für mich nicht so schnell alright wird. So. Und deswegen, ne, gerade wenn zum Beispiel jemand mit Depressionen zu tun hat, so dieses, ey, du musst nur mal rausgehen, ein bisschen an die frische Luft spazieren gehen, das wird dir gut tun und dann geht es auch gleich viel besser. Sind so Sprüche, die man eigentlich nicht so gut möchte, nicht so gerne hat. So. Aber ich finde es ganz schön, dass Ren sagt, beautiful phrase, it's alright. Weil das so ein bisschen, weil er das dann auch so dreimal sagt, wie so ein Mantra klingt, was er sich selber sagt. Und er es als beautiful phrase bezeichnet. Das heißt, er sieht da mehr als eine Floskel drin von, ja, ja, das wird schon, sondern auch als eine Form von Glauben
So, es wird zu Ende gehen, es wird besser werden. Und wahrscheinlich gibt es sowieso Phasen für ihn auch und für viele Menschen auch, viele andere Menschen, wo es immer bergauf und bergab gibt. Und dann fühlt es sich mehr wieder in Ordnung an und okay an und dann geht es wieder bergab. Und dann geht es aber auch wieder bergauf. Mal gibt es größere Ausschläge, mal gibt es kleinere Ausschläge. Und da sich immer wieder dran zu erinnern, okay, es wird auch wieder besser werden. Und ich glaube, er hat auch in ein, zwei anderen Sachen benannt, jetzt zwar nicht in diesem Song bis jetzt, aber dieses, wofür ist es gut? Wofür gehe ich da durch? Was kann es mich lernen? Was kann ich daraus lernen? Besser auf meinen Körper zu hören, besser auf meine Bedürfnisse zu achten, auf meine Grenzen zu achten, auf meine Energie zu achten, mir bewusster darüber zu werden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. So. Lernen, geduldig zu sein und auszuhalten und gleichzeitig diesen unglaublichen inneren Struggle zu haben, die ganze Zeit. Und immer wieder, wie er auch gesagt hat, ne, dieses Labyrinth im Kopf, left and right, left and right. Und das Gefühl haben, irgendwie nie anzukommen und immer in einer Sackgasse zu landen und trotzdem weiterzugehen. Ja, ich würde erstmal weitermachen. Ein kleines bisschen zurück. Fall free. It's alright, it's alright, it's alright. Lose myself into the dark of the night. Ready? Of the night, Yeah. of the night. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Do something out of yourself, give something to somebody Just doing a small gesture. without having to respect nothing. Jetzt kommen die wundervollen Parts. Und ich möchte ein paar einzeln durchgehen. Zum einen erstmal nochmal zum Video. Ich liebe es an diesem Video, gerade mit dieser Message, wenn dem, der krank ist, dem es nicht gut geht, der immer wieder Einbrüche hat und sagt, komm, wir gehen raus. Und wir bringen Liebe in die Welt, indem wir Herzen auf die Straße malen, wo die Menschen entlang laufen. Und es ist so eine wundervolle Geste. Ja, jemand, der so struggelt und dennoch so ein großes Herz hat und so viel Liebe geben möchte, also Liebe in die Welt tragen möchte. Und vielleicht genau aus diesem Grund, weil er diese Darkness kennt, weil er dieses Lost-Sein-Gefühl kennt und sagt, hey, ich bin nicht allein. Und er hat ja auch seine Freunde dabei, seine ganze Gruppe, die mitmacht, was total cool ist. Und dann einfach rauszugehen und zu sagen, heute ist das Projekt, Liebe in die Welt zu bringen. Und einfach überall Herzen hinzumalen. Genau. Und dann haben wir diese Mini-Interviews quasi, diese Aussagen von Passanten auf der Straße, die einfach sagen, ey, eine kleine Geste der Liebe. Das ist schon, das bewirkt unglaublich viel. Und wir kennen das, ne, wenn wir auf der Straße entlang laufen und irgendjemand lächelt uns einfach so an, ganz freundlich, ohne dass er irgendwas will, läuft einfach an uns vorbei, schenkt uns ein Lächeln, fertig. Das gibt uns so viel Freude. Oder irgendein Kompliment von irgendwem, schöner Pulli oder die Frisur sieht ja klasse aus oder irgendwie so. Und schon strahlen wir über beide Ohren und tragen das den Tag oder vielleicht sogar mehrere Tage mit uns mit. Und es sorgt wiederum dafür, dass wir selber bereitwilliger sind, Freundlichkeit weiterzugeben. Wir sind dann gewillter, jemand anderem ein Lächeln zu schenken oder ein Kompliment zu machen. Und es ist so schön, diese kleine Geste, die immer weiter ihre Kreise zieht und quasi so einen Effekt hat, der sich auf so viele Menschen übertragen kann. Das ist ganz, ganz wundervoll. So, genau. Weiter. For yourself, give something to somebody Just doing a small gesture. without having to respect nothing back. We are all human and just accept that we're all here together. Just love each other and be good to each other. Be kind. Give people something. You know, contribute. Sharing is Sharing is caring. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle ähnliche Ängste, Sorgen,
Themen, Probleme. Natürlich, niemand ist gleich. Niemand hat dieselben Bedingungen im Umfeld, zu Hause, auf Arbeit, wo auch immer. Aber die Unsicherheiten, die tiefsten Kernängste, Sorgen, die sind immer sehr, sehr ähnlich. So Glaubenssätze, die wir bei uns selbst haben. Ich bin nicht genug, ich bin zu viel, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin nervig, ich bin nicht wertvoll genug, meine Bedürfnisse sind nicht wertvoll genug oder wichtig genug. So, ich belaste andere, was auch immer. Das sind so die großen Themen, die uns alle irgendwie umtreiben, so ganz tief im Herzen. Und dieses Anerkennen, wir sind alle gleichwertig. Und auf dieser gleichen Ebene können wir auch gleich geben, ohne auch mal so zu erwarten, dass uns was zurückgegeben wird. So einfach aus dem Herzen heraus, einfach nur eine Geste. Und nicht aus dem Bedürfnis oder aus dem Mangelbedürfnis heraus, sondern aus dem Geben. Und wenn es nur ist, dass man jemandem das Gefühl gibt, dass es okay ist, dass er da ist. Und es kann einfach passieren, indem du jemanden kurz anlächelst, ihn ausreden lässt und ihm einfach deine volle Präsenz zeigst, ohne ihn zu unterbrechen, ohne ihm helfen zu wollen oder irgendetwas machen zu wollen, sondern einfach nur da zu sein und ihm zuzuhören. Weil das ist so unser größter Wunsch tatsächlich. Wir wollen gesehen und wir wollen gehört werden, mit dem, wie wir sind. Ratschläge und all diesen ganzen anderen Kram, den wollen wir erst in zweiter Linie hören. Aber eigentlich geht es uns darum, gehört und gesehen zu werden. Und wenn wir ständig unterbrochen werden, weil irgendjemand glaubt schon zu wissen, was wir sagen wollen und schon den nächsten Ratschlag oder die nächste Idee oder was auch immer geben möchte, dann fühlen wir uns meistens doch nicht so sehr gesehen und gehört. Ja, von daher gibt Menschen einfach einen Raum, wo sie sein können, wie sie sind und wer sie sind und sich zeigen dürfen. Das macht meistens schon besonders viel. Das ist meistens schon die kleine Geste, die Menschen ganz viel Freude bringt oder Leichtigkeit. Genau, weiter geht's. Be good to each other. Be kind. Give people something. Contribute. Sharing's caring, to be fair. So when you go home tonight, you sit in your bed and you think to yourself, do you know what? I just was great today, and it makes you feel good. It makes life better. It's nothing to say hello to someone, smile at someone. It really will make you feel good. And I'm not just saying that because I'm homeless. Nochmal kurz Pause. Der eine hat auch gesagt, sei auch gut zu dir selbst. Wach morgens auf oder nach der Arbeit am Ende des Tages, das habe ich heute gut gemacht oder gestern. Und selbst wenn du jetzt nicht irgendwas Großes erreicht hast, nicht irgendwas Krasses erledigt hast, sondern nur so kleine Dinge. Auch die. Ich habe es gestern geschafft, einfach mal nicht zu traurig zu sein. Oder ich habe es geschafft, einkaufen zu gehen. Oder ich habe irgendwas aufgeräumt. Oder ich habe den Tag überlebt, obwohl es mir unglaublich schlecht ging. Und ich bin immer noch hier. Und ich habe noch nicht aufgegeben. Ich mache noch weiter. Habe ich gut gemacht. Diese kleine Wertschätzung dir selbst gegenüber. Und manchmal hilft es auch, so kleine Affirmationen oder Gedanken sich selbst zu geben. Ne? Das, was ich auch gesagt habe mit dem Raum geben. Gib dir selbst den Raum. Manchmal stelle ich mich vor den Spiegel und sage, ich bin da für dich. Ich gehe nicht weg. Ich höre dir zu. Und ich habe dich lieb. Und manchmal klingt das so albern, besonders die ersten Male, wenn man da im Spiegel steht oder sich anguckt und sich solche Dinge sagt, dann kommt man sich ein bisschen strange vor. Man kann auch erstmal ohne Spiegel anfangen. Aber es ist auch gut, das auch mal mit Spiegel zu machen. Und es dann auch wirklich umzusetzen. Ne? Nicht sich dann sofort umzudrehen und irgendwie sich abzulenken mit Fernsehen, sondern wirklich dann mal reinzuspüren, was macht das mit mir, wenn ich mir das sage. Vielleicht kommt eine Stimme auf, die sagt, ja, quatsch mal oder das ist ja peinlich oder bin ich überhaupt nicht wert oder was auch immer. Ne? Aber das sind so dieses, und auch wenn ich das denke, bin ich für mich da. Mit all dem. Ich bin auch für den Teil da in mir, der sich selbst für nicht wertvoll genug hält, der sich selbst ablenken will und so weiter und so fort. Genau. Lasst uns weiterhören.
Es ist so schön in dem Video zu sehen, vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn man so die Menschen beobachtet, wie sie die Herzen malen, wie viel Sorgfalt, wie viel Konzentration da reinfließt. Ne, das ist nicht so ein Krakel ich mal so eben hin, sondern das ist so ein ganz liebevolles, ganz bewusstes Aufmalen. Jetzt zum Beispiel auch von Ren, deswegen muss ich gerade auch so lächeln, wie er dabei schaut, während er diese Herzen malt. Da ist so viel, ich möchte das rausgeben, ich möchte da was von mir reingeben. Es ist so schön, wie immer mehr Herzen auf dieser Straße entstehen und man sehen kann, wie Menschen, ganz normale Menschen, einfach durch dieses Herzensmeer auf der Straße durchlaufen und andere anhalten und sagen, hey, ich möchte auch gerne ein Herz malen, darf ich? Und dadurch Gespräche zustande kommen, Connection entsteht, über Liebe, über Verbindung, über Menschlichkeit, über das Geben sich unterhalten wird. Das ist ein ziemlich cooles Projekt und deswegen liebe ich dieses Video so unglaublich. Ja. Und dieses Take this with both hands. Nimm das Leben, nimm die Liebe zu dir, zum Menschen, zum Leben. Das, was noch da ist, selbst wenn es dir gerade schlecht geht. Nimm es mit beiden Händen, weil es ist jetzt da. Gucke, wie du es nehmen kannst. Ja, und nimm auch das, was dir von anderen angeboten wird, von anderen Menschen, die dir vielleicht wiederum etwas geben wollen. Nimm es an. Nimm dich an. Ja, weiter geht's. This with both hands, never gonna let go. Take this with both hands, never gonna let go. Take this with both hands, never gonna let go. Take this with both hands. I'm gonna take this with both hands, never gonna let go. Take this with both hands, never gonna let go. Take this with both hands, never gonna let go. Take this with both hands, never gonna let go. It's alright, it's alright, it's alright. 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 Ja. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ja. Was soll ich sagen? Es gehört beides zusammen auch. Das ist, wir versuchen immer gern, die Dinge miteinander zu polarisieren. Licht gegen Dunkelheit. Hass gegen Liebe. Und gleichzeitig sind sie immer ein Paar, was zusammengehört. Und gleichzeitig steht jedes für sich als ganz eigenes Konzept, was überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat. Es ist eigenständig. Aber wir haben es in unserer Welt quasi gegeneinander gepackt, dass das Gegenteil von Hass Liebe ist. Kann man darüber streiten. Erstmal ist Hass einfach nur Hass. Und Liebe ist einfach nur Liebe. Ich weiß nicht, ob es einen Gegenpart braucht. Und nicht immer hilft Liebe gegen Hass. Manchmal ist es auch was anderes. Und vielleicht geht es manchmal nicht darum, dass es irgendwas geben muss, was gegen Hass ist, sondern manchmal geht es darum, sich einfach nur mal hinzusetzen mit dem Hass und ihn kennenzulernen und ihn zu verstehen und ihn anzunehmen in seiner Vollständigkeit, damit er dann auch einfach gehen kann oder abebben kann, weil er nicht weggeschickt wurde, weil er nicht bekämpft wurde, sondern weil er einfach komplett mal da sein durfte. Auch da sind wir genau bei dem, was das Bedürfnis von Menschen ist. Gesehen und gehört werden wollen. Mit all dem, wie wir sind. Und damit wollen wir angenommen werden. Wir wollen damit geliebt werden. Wir wollen damit einfach da sein dürfen, wie wir sind. Und unseren Gefühlen geht es genauso.
So. Die wollen auch, sie werden erschaffen aufgrund unserer Bewertung auf Situationen oder auf Menschen oder was auch immer. Und darauf entstehen Emotionen. Und dann wollen wir die Emotionen plötzlich nicht und schicken sie weg. Aber die sagt, naja, aber du hast mich doch erschaffen, ich bin doch jetzt hier, ich bin doch jetzt quasi in deinem Leben, in deiner Welt. Ich möchte auch gesehen und gehört werden. Und wir haben immer Angst, dass es dann nie wieder weggeht und nie wieder was anderes kommt. Aber das ist Quatsch. Genau. Und, ganz klar, Dunkelheit hilft nicht dagegen, Dunkelheit wegzumachen. So. Und Hass hilft auch nicht, Hass wegzumachen. Weil es dann in einen Kampf auch wieder geht. Und von daher würde ich das genauso einmal einbringen, dass ich sage, wenn es darum geht, etwas zu bekämpfen, ein Gefühl zu bekämpfen, einen Zustand zu bekämpfen, dann gibt es nichts, was dagegen hilft. Manchmal hat man das Gefühl, dass es das besser macht. Aber selbst wenn Liebe da ist, ist der Hass immer noch in einer abgewandelten Form da. Ich weiß nicht, ob es dann komplett aufgelöst werden kann. Und bestimmt gibt es auch Möglichkeiten, es aufzulösen. Aber es ist nicht immer der einzige Weg. Oder der Weg, der immer richtig ist. Von daher probiert unterschiedliche Wege aus. Genau. Und damit würde ich es dabei erstmal belassen. Ich hoffe, das mit dem Ton war okay. Ich habe versucht, ein anderes Setting hinzukriegen, damit man den Lüfter vom Laptop nicht so sehr hört. Weil ich bin in einem anderen Setting, wie ihr bemerkt habt. Ich bin gerade im Urlaub auf Zypern bei Freunden und werde hier auch noch die nächste Woche sein. Das heißt, es wird noch 1-2 Videos geben und ich werde weiter an der Optimierung basteln. Aber für heute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Das hilft mir und dem Algorithmus, mich besser einzusortieren, sichtbarer zu machen, mich bekannter zu machen und dann werdet ihr auch mehr Videos von mir sehen und mehr von Ren. Es gibt auch noch NF und ab und zu mache ich auch noch 1 oder 2 andere Künstler. Von daher, wenn ihr Wünsche habt, wo ihr sagt, boah, das fände ich mal cool, wenn du da tiefer in die Lyrics einsteigst und das aus psychologischer oder philosophischer Sicht betrachtest, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt weiterhin einen wundervollen Start ins neue Jahr und sucht euch Menschen, mit denen ihr gut sein könnt. Achtet auf eure Liebsten. Wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendjemand, der vielleicht gerade nicht so stabil ist, behaltet im Kopf. Januar ist der Monat, wo die meisten Menschen aufgeben im Jahr. Von daher behaltet sie gut im Auge und nehmt sie ernst. Und gebt ihnen den Raum, einfach da zu sein und sie anzunehmen, wie sie sind. Genau. So, und jetzt, bis bald.